Das habe ich mir jetzt verdient. Ja, wie ihr seht, ich lebe noch, mir geht's gut. Da hinten will noch jemand was sagen. Nee, ja, ich wollte mal wieder ein kleines Update geben. Ich sehe gerade, ich sehe wieder toll aus. Naja, ist halt so, wenn man den ganzen Tag Mütze trägt, also in meinem Fall ein Hut. Weil ihr werdet es nicht glauben, aber ich war nicht wirklich faul die letzten Tage. Ich habe ein bisschen was auf meinem Grundstück gemacht. Und zwar ein kleines Großprojekt. Und ja, darüber möchte ich euch dann auch mal ein bisschen informieren. Also es geht langsam voran hier bei mir auf dem Grundstück. Aber erstmal zeige ich euch nochmal die andere Seite der Kamera. Da hinten versteckt sich gerade die Sonne hinter einer kleinen Wolke. Sieht irgendwie fantastisch aus auf der Kamera, finde ich. Aber gut, ihr sollt ja jetzt nicht Sonne gucken, sondern ihr sollt gucken, dass da ist dann ungefähr die Sicht von meiner zukünftigen neuen Terrasse. Baubeginn wahrscheinlich ja, so ungefähr 2 bis 3 Wochen. So ungefähr, wenn ich mich denn für einen Architekten entschieden habe. Ich habe momentan 2 zur Auswahl. Von dem einen habe ich schon ein Angebot bekommen und von dem anderen oder der anderen, wie auch immer, kriege ich noch ein Angebot innerhalb der nächsten 1, 2 Tage wahrscheinlich. Und ja, hier soll dann demnächst mein Häuschen hingebaut werden. Wahrscheinlich wird es dann der erste Architekt werden. Ich muss sagen, ja, er ist nicht ganz preiswert. Aber die Qualität, die er abliefert, die hat mich dann irgendwo überzeugt. Und was nützt es mir, wenn ich jetzt hier ein paar Euro spare oder ein paar Guarani und dafür dann nur Ärger habe oder nicht wirklich die Qualität habe, die ich im Endeffekt haben möchte und dann irgendwann wieder anfange auszubessern, nachzubessern oder neu zu bauen oder was auch immer. Beziehungsweise anzubauen, umzubauen, wie auch immer. Ich hatte mir von ihm schon eine Baustelle angeguckt, habe da auch mit dem Bauherrn geredet, auch in seiner Abwesenheit. Den kannte ich komischerweise vorher schon. Wir haben uns mal in einem Laden getroffen und sind mal kurz ins Gespräch gekommen. Ja, und der war bis jetzt sehr zufrieden mit ihm und hat sich da einen schönen, ja, fast Palast hinsetzen lassen mit Swimmingpool und weiß der Geier was alles. Das will ich ja alles gar nicht. Von daher möchte ich nicht wissen, was er dann für seinen Palast bezahlt hat. Aber egal, das soll es nicht sein, darum soll es hier nicht gehen. Ja, wie gesagt, der zukünftige Bauplatz, das wird dann die Sicht von meiner Terrasse sein. Da hinten ist übrigens ein kleines Gebirge, so ganz weit im Hintergrund zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, also so mit bloßem Auge sehe ich es. Jetzt natürlich nicht, weil jetzt scheint mir die Sonne ins Gesicht. Dankeschön. Nee, auch doof. Na gut. Also ich blinzel ein bisschen, weil die Sonne knallt mir voll ins Gesicht. Aber die geht auch bald ein bisschen noch hinter den Bäumen unter. Ja, was habe ich gemacht? Ja, ich habe mir die Einfahrt oder eine neue Einfahrt gebuddelt. Werde ich hier natürlich auch mal ein bisschen zeigen. Ich habe von den Arbeiten keine Timelapse gemacht. Wollte ich eigentlich machen, also so eine Zeitrafferaufnahme. Aber ich glaube, da würdet ihr euch krumm und schief lachen, weil das Ganze sieht mit Sicherheit oder hätte mit Sicherheit ein bisschen chaotisch ausgesehen. Mal hier ein bisschen, mal dort ein bisschen. Tja, es hat damit angefangen, dass ich mir einen neuen Ponton, also eine neue Säule bauen lassen habe für die Ande, also für den regionalen Stromanbieter. Damit hier vernünftig das Stromkabel auf das Grundstück geführt werden kann und dann auch der Zählerkasten vernünftig untergebracht werden kann, weil das, was ich da momentan habe, das ist das allerletzte, also das vorletzte quasi im Prinzip. Das ist ein Holzkasten und darunter ist ein Metallkasten, wo dann die Sicherung drin klemmt. In dem Holzkasten liegt irgendwie so, ja, der Stromzähler umher und da gehen da ein paar Kabel rein und raus und was ist denn nun los? Okay. Ich glaube, die Wölfe sind los oder so. Naja, egal. Jedenfalls
ja, wollte ich da was Vernünftiges haben, weil naja, der Pfosten, der da steht, wo das Stromkabel dran ist, der steht wahrscheinlich auch schon etwas länger. Und die ganze Kabelwirtschaft, die hier gemacht ist, sorry, das geht gar nicht. Da habe ich, naja, da habe ich andere Ansprüche. Es funktioniert jetzt erstmal temporär, aber wenn ich mir die Leitung hier so angucke, die obere Leitung ist nicht isoliert. Das ist der Nullleiter. Und darunter ist größtenteils isoliert dann ein Alukabel, das ist dann die Phase. Und ja, stellenweise liegt dann die Phase auch frei, weil zwei Kabel zusammengebunden wurden. Nur die Enden sind dann noch offen und oh, nee. Naja, ja, meinen ersten Abend hier, den ich hier verbracht hatte ich dann angefangen mit der Einfahrt so ein bisschen zu buddeln, und als es dann dunkel wurde, habe ich dann aufgehört und wollte dann ins Haus gehen, Licht anmachen und habe festgestellt, ups, gar kein Strom da. Tagsüber war noch Strom da, das weiß ich ganz genau, aber irgendwie, naja. Jedenfalls bin ich dann im Dunkeln erstmal auf Fehlersuche gegangen und habe dann festgestellt, dass irgendwo zwischen dem Eingang zum Grundstück bis zum zweiten Pfosten, dass da irgendwo ein Fehler in dem Nullleiter sein muss, dass der Stromkreis unterbrochen sein muss, und habe das dann auf ja, Paraguay-Art so ein bisschen überbrückt mit dem anderen Kabel. Egal, es funktioniert. Es sieht nicht toll aus. Sicherheit wird hier wahrscheinlich eher weniger groß geschrieben als in Deutschland. Aber okay, ist ja nur temporär, und das Ganze wird dann sowieso, sobald die Bauarbeiten beginnen, ersetzt werden. Beziehungsweise da wird ja dann zum Haus, was jetzt ein bisschen weiter weg ist von dem Paraguayer Haus, da wird ja neues Kabel gelegt, und dann wird das andere wahrscheinlich auch hier lang gelegt. Schauen wir mal, spätere Sorge. Ich habe Strom, und das ist das Wichtigste, und alles andere schauen wir mal. Jo, ansonsten, ja, die Einfahrt habe ich dann, ach so, ja, die Einfahrt, wie bin ich da drauf gekommen? Eigentlich nicht ich. Ich hatte mir das schon mal überlegt, aber habe dann gedacht, ach nö, das ist auch so ein Haufen Arbeiten. Nö. Und dann, ja, dann sind halt die 2, 3 Leute, die ich beauftragt hatte, mir den Andeturm, also diesen Stromzuführungsturm, diesen Pfosten zu bauen, weil das habe ich nicht selber gemacht, das habe ich keine Ahnung von. Da hätte ich mich total doof angestellt, keine Ahnung, was ich hätte machen müssen sollen. Okay, ich wusste auch nicht wirklich genau, wie das Ding auszusehen hat, obwohl ich schon an Dutzenden davon vorbeigefahren bin und vorbeigegangen bin, aber egal. Ja, die meinten, boah, hier ist aber ein geiler Platz für deine Einfahrt. Ich so, ja, theoretisch schon, könnte man machen. Ja, also ich würde das machen, das ist echt klasse. Vor allem Ende ist wesentlich näher am Haus, und ja, naja. Dann habe ich da 2 Nächte drüber geschlafen, und dann habe ich angefangen. Habe das Ganze alleine gemacht, ohne Maschinen, ohne alles, aus mehreren Gründen. Der eine ist mit Sicherheit, erstens wollte ich gucken, ob ich es hinkriege. Der andere, ich wusste nicht, wo ich einen Bagger herkriege. Von daher, ja. Aber ich denke, jetzt im Nachhinein ist es noch nicht ganz fertig. Ja, ich muss heute Abend noch mal ein bisschen gießen. Bin ich dann doch ganz stolz drauf, dass ich das auch alleine hingekriegt habe. Ich habe mal grob durchgerechnet gehabt und bin so auf etwa 9 Kubikmeter Erde gekommen, die ich wohl irgendwie bewegt habe bzw. weggeschafft habe. Die habe ich dort von der Einfahrt dahin in ein riesiges Loch geschafft, und so im Nachhinein muss ich doch sagen, hätte ich es anders machen sollen. Ich habe es so, wie man es üblicherweise macht, die gesamte Fläche markiert mit Bindfäden und dann abgestochen, und dann bin ich im Prinzip Schicht für Schicht nach unten gegangen.
Im Nachhinein hätte ich vielleicht lieber mir das Ganze in 4, 5, 6 Abschnitte aufteilen sollen und dann Abschnitt für Abschnitt machen sollen. Aus zwei einfachen Gründen. Erstens, ich hätte dann die Grasnarbe von dem einen Abschnitt auf den fertigen ersten, also vom zweiten Abschnitt auf den fertigen ersten Abschnitt machen können. Und ich hätte den Vorteil gehabt, dass das Erdreich nicht so wahnsinnig schnell austrocknet. Das ist hier nämlich ein Riesenproblem, wenn dann die Mittagssonne drauf knallt, dann trocknet das ratzfatz aus. Und trockene Erde ist hier fast wie Beton und das kann man, da kann man echt nichts machen. Ich habe dann angefangen abends zu wässern, wohl eher zu fluten, damit ich dann am nächsten Morgen überhaupt ein bisschen was machen kann, weil wenn das so steinhart ist, man kommt überhaupt nicht weiter. Naja, jetzt hat es auch vor 2 Tagen, 3 Tagen richtig heftig geregnet. Also hier muss es echt heftig geregnet haben. Wenn ich mir so die Fließrinnen, die Wasserrinnen angucke auf dem Grundstück, muss echt einiges runtergekommen sein. Mein Nachbar meinte auch, jo, da war sehr starker Regen mit sehr viel Wasser. Naja, ich war nicht da, ich war in meiner Mietswohnung, meinem Mietshaus und ja, naja. Jedenfalls hat dieser Regen dafür gesorgt, dass ich dann jetzt das mehr oder weniger abschließen konnte. Und ja, ich habe jetzt schon angefangen, die ersten Grasnarben wieder draufzusetzen, immer so fleckenweise, damit dort auch wieder Gras wächst, damit Gras über das Ganze wächst. Blöder Scherz, okay. Naja, weil ja, irgendwann werden ja dann auch die LKWs drüber fahren müssen. Ja, für alle, die sich hier auskennen, nein, ich bin nicht so naiv und glaube, dass das nächste Woche zugewachsen ist mit Gras. Ich gehe fest davon aus, das dauert wahrscheinlich den gesamten Winter, vielleicht auch noch den halben Frühling, weil im Winter wächst das Gras nicht so schnell und naja, ich habe halt nicht so unendlich viele Grasnarben, die ich da verteilen konnte. Außerdem ist der Untergrund steinhart, also verdichtet. Ich habe versucht, nicht zu viel Erde aufzulockern im Untergrund her, einfach damit die LKWs dann später für den Bau da besser hochkommen, weil wenn ich das jetzt alles auflockern würde, würde zwar das Gras schneller wachsen, aber es würde auch wieder mehr Wasser binden und dann würde es sumpfig werden, beziehungsweise nass werden, weich werden und auf weicher Erde können schwere LKWs nun mal leider nicht fahren. Das habe ich schon auf dem anderen Grundstück leidlich erfahren müssen. Aber egal. Ja, so sieht das aus. Ich werde das wahrscheinlich dann wahrscheinlich morgen beenden, diese Arbeiten. Und hoffen, dass das dann auch irgendwann wieder zuwächst. Und ja, dann kommt da noch ein Tor hin, damit ich da eine vernünftige Einfahrt habe. Ich hätte zwar auch die andere Einfahrt nutzen können, die ist da unten, also jetzt die neue ist da, die alte ist da, aber das Problem ist, die ist etwa 2,60 Meter breit, aber das Problem ist, die LKWs, die kommen von dieser Seite, müssen dann da lang und im Prinzip eine 90-Grad-Kurve, um in das Grundstück reinzukommen. Und da sind 2,60 Meter definitiv zu klein, weil die meisten LKWs sind ja schon mal 2,50 breit und dann wird das echt verdammt eng. Und das muss ich nicht unbedingt tun. Und bevor ich dann da das Tor ausbaue, gucke ich doch, dass dann da das Tor wieder, das neue Tor einsatzbereit ist. Jo, so ist das. Außerdem brauchen die LKWs dann nicht hier so quer übers Grundstück, damit sie dann hier bauen können. Nicht wundern, dass ich öfters mal zur Seite gucke, liegt daran, ich habe Besuch. Zeige ich euch. Nee, die hängen nicht so schief, das ist nur mein Stativ, was so schief hängt. Das sind die Nachbarskühe. Und ja, die grasen hier und sorgen dafür, dass ich nicht allzu viel mähen muss. Und diese Kleine da, das ist echt ein kleines Luder. Die gehört eigentlich nicht hier drauf, also die sollte zumindest heute nicht hier drauf sein. Aber, oh, jetzt hänge ich schief. Aber
dieses Vieh kraucht jedes Mal da von der Straße aus unter dem Zaun durch und kommt dann wieder aufs Grundstück. Ja, hier ist das Gras halt leckerer. Die gehen jeden Tag nach da unten. Da ist dann Weidefläche für die. Und ja, abends kommen sie dann oder nachmittags kommen sie wieder hierher. Und wenn der Besitzer nicht schnell genug sein Grundstück aufmacht und die Kühe dann da drauf lässt auf sein Grundstück für die Nacht, dann langweilen die sich und die Kleine da, die Weiße, die kommt dann jedes Mal hierher, klettert unter dem Zaun hindurch und ja, naja, als ob sie den ganzen Tag über nichts zu fressen kriegt. Aber gut, sie gehört übrigens auch den Nachbarn, also von daher, nur ob der so da glücklich damit ist, dass die jetzt auch noch, keine Ahnung. Jedenfalls nächste Baustelle dann da unten den Zaun sicher machen. Arbeit hört ja garantiert nicht auf, nicht so schnell. Und ja, ja, während der Arbeiten oder während ich hier was mache, schlafe ich natürlich auch hier in dem Häuschen, was hier ist. Kann ich euch ja auch mal ein bisschen zeigen, aber nicht meckern, ich räume nicht extra auf. Ist alles nur provisorisch, aber man kann da drin echt ganz gut schlafen, obwohl die Fledermäuse dann doch manchmal so ein bisschen nerven, wenn die dann reinkommen und dann meinen, mich vor den Mücken zu schützen. Das machen sie ja ganz gut, aber naja, ich habe einen relativ leichten Schlaf und höre dann, wenn die über mich hinwegflattern. Und von daher, naja gut, aber gut. Ich lasse sie tagsüber in Ruhe und sie lassen mich nachts über meistens in Ruhe. Und von daher denke ich mal, ist das Arrangement soweit in Ordnung. Und ja, weil ich gerade sehe, so ein paar Feuerchen muss ich hier noch machen. Hier an zukünftigem Bauplatz oder zumindest in der unmittelbaren Nähe des zukünftigen Bauplatzes. Da ist noch ein großer Haufen, den muss ich irgendwann mal abfackeln. Jetzt ist aber schon wieder zu spät. Im Dunkeln möchte ich das auch nicht machen, also heute nicht mehr. Morgen mal sehen, weiß ich noch nicht. Jo, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich nichts. Hier lässt es echt gut leben, wohnen. Ach doch, ja, Kuriositäten. Kuriosität im Dorf war letzte Woche ich. Glaube ich zumindest. Weil anscheinend war ich Dorfgespräch, als ich dann angefangen hatte, meine Einfahrt zu buddeln. Und habe ein erhöhtes Moped-Aufkommen registriert. Wahrscheinlich hat sich's relativ schnell rumgesprochen, hey, da ist ein Allemann, der Maloch da, der ackert da. Wenn du mal lachen willst, fahr mal vorbei. Sieht echt lustig aus, was ihr da treibt. Keine Ahnung, so ungefähr. Jedenfalls, ja, hat sich das jetzt schon wieder ein bisschen gelegt, dieser Moped-Verkehr. Jedenfalls finde ich es auch ganz gut, wenn dann die Paraguayer auch sehen, dass es auch ein paar Deutsche gibt, die tatsächlich auch selber Hand anlegen. Ich denke mal, sehr viele haben so den Eindruck, ja, wenn es irgendwie schwere Arbeit ist oder harte Arbeit ist, dann holen sie sich einen Arbeiter ran und lassen das dann machen. Und naja gut, ich habe jetzt gezeigt, ich kann auch selber mit Spaten und Schubkarre umgehen. Und ja, von daher denke ich mal, war das auch eine gute Sache, dass ich das selber gemacht habe und auch alleine gemacht habe. Obwohl mit einem Bagger wäre es mit Sicherheit um einiges schneller gegangen. Ich habe da jetzt ein paar Tage für gebraucht und ein Bagger hätte wahrscheinlich 1-2 Stunden gebraucht und hätte das vielleicht auch noch sogar besser gemacht. Aber die Erde hätte ich sowieso noch wegbringen müssen, von daher, ja. Nee, ist im Nachhinein doch ganz gut. Ich denke mal, ist auch so halbwegs was geworden. Und von daher, ja, sollte reichen für ein kleines Update. Und ja, dann sage ich mal wie immer, vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay.